Du bist ein Gast im Interview. So machst du es richtig und bereitest dich richtig vor und machst auch einen super Eindruck während des Interviews. Ich habe als YouTube-Influencer und Broadcast-Journalist ungefähr 200 bis 300 Interviews gemacht. So richtig kann ich das gar nicht zählen. Aber als ich dann gefragt wurde, ob ich selbst Gast in einem Interview sein will, da kamen dann schon so Gedanken, okay, was soll ich denn jetzt sagen? Welche Geschichte ist gut? Was werden die Leute denn jetzt erwarten und ich habe doch vielleicht überhaupt nichts zu erzählen. Also es gibt unterschiedlichste Gedanken, die du da haben kannst. Aus meiner Perspektive, das sind die besten Schritte für dich zur Interviewvorbereitung für ein Live-Interview, das in einem virtuellen Raum, zum Beispiel über Ecamm Live oder Restream oder StreamYard stattfindet. Eigentlich beginnt das Interview schon bei der Anfrage, denn hier hast du schon die Möglichkeit, genauere Informationen herauszubekommen, wo das Interview eigentlich hingeht und wie du es auch für dich in deinem Sinne gestalten kannst. Welche Fragen interessieren, lass sie dir auch zuschicken und beantworte diese Fragen auch schon im Voraus für dich. Dann überleg dir dein Warum. Warum machst du das, was du machst und warum möchtest du dazu eine Geschichte erzählen? Wenn du diese Geschichte erzählst, dann überlege dir Bilder und prägnante Situationen, die du dann so auch darstellen kannst in dem Interview. Und überleg dir auch, was ist dein Call to Action, beziehungsweise überlege dir dazu auch richtige Schlüsselwörter, die du vielleicht auch im Interview immer wieder ein bisschen einstreuen kannst. Ungefähr eine Stunde vor dem Interview beginnt der technische Check. Also du schaust, ist dein Mikrofon okay, ist der Sound okay, mit dem du dann ankommst und ist auch die Videoqualität okay, ist die Kamera sauber. Ja, und dann ist ganz wichtig zu schauen, okay, wie schaut der Hintergrund aus? Ist alles schon aufgeräumt? Möchtest du so erscheinen? Ist auch die Kamera gerade und ist nicht irgendwie scheps? Und dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, check ab, wie du in den jeweiligen Interviewraum reinkommst. Normalerweise hast du für ein virtuelles Interview einen Interviewlink schon vorgeschickt bekommen. Wenn das Zoom ist, ist das ganz leicht, dann machst du einen Zoom-Test-Call. Wenn das solche Tools sind wie Ecamm, dann lohnt es sich einfach schon mal vorher zu schauen, welche Informationen musst du eingeben, um in diesen jeweiligen Interview-virtuellen Raum zu kommen und was musst du eventuell bei deinem Browser noch an Zulassungen aktivieren, damit die Kamera, das Mikro und alles andere gut gezeigt werden. In der Regel ist Google Chrome die beste Alternative für das sorgenfreie Einloggen in einen virtuellen Interviewraum. Und etwa eine Stunde beziehungsweise auch schon vorher relaxe und bringe dich in deine Energie. Ja, und dann geht es langsam los. Das Interview beginnt in 15 bis 20 Minuten. Sei pünktlich, log dich auch schon vorher ein, verabrede das auch schon mit dem Interviewer, mit der Interviewerin, damit ihr beide relaxed seid und macht jetzt zusammen einen technischen Check nochmal durch. Und da ist ganz wichtig, wie ist das Mikrofon? Gibt es eine Rückkopplung? Wenn es diese gibt, dann empfehle ich dir einfach einen Kopfhörer für dich aufzuziehen, damit du leise bist und damit es dann nicht zu unschönen Rückkopplungsgeräuschen kommt. Und dann ist auch noch ganz wichtig, überprüf deinen Bildausschnitt. Ist es, dass du vielleicht ein bisschen zu hoch sitzt, dass du ein bisschen zu tief sitzt? Am schönsten ist es einfach, wenn ihr beide Interviewer auf der gleichen Höhe seid und auch beide in die Kamera schaut. Tja, und dann geht's schon los. Das Interview beginnt und ein bisschen ist es vergleichbar wie ein Sessellift beim Skifahren. Also man wird ein bisschen hochgezogen, man darf sich erst einmal fallen lassen und man darf auch einfach den Interviewer, die Interviewerin vorgehen lassen und sich dem Prozess
hingeben. Auf der anderen Seite aber hast du es voll in der Hand, wie das Interview läuft. Du kannst mit deinen Antworten und auch vielleicht mit einer Gegenfrage auch bestimmen, wo es lang geht, das Interview. Du musst also nicht auf jede Frage schnurgerade so antworten, wenn dir etwas Besseres einfällt. Ja, und dann würde ich einfach dir auch empfehlen, wenn der Interviewer, Interviewerin zu lange redet, dann öffne einfach ein bisschen den Mund. Das signalisiert, dass du jetzt auch was sagen willst und ja, grundsätzlich schaue immer in die Kamera rein. Also auch wenn es irgendwo sich ergibt, wirke in der Hinsicht immer anwesend in der Kamera, suche den Dialog mit deinem Interviewer und auch mit den Zuschauern dafür. Die Vorteile von einem Interview sind natürlich riesig, denn du wirst selber als Influencer wahrgenommen. Du bist als Experte dann einfach viel, viel besser positioniert, denn bevor man sich selber als Experte darstellt, wird man ja von anderen gefragt und das wirkt viel, viel stärker. Dann hast du deine Perspektiven, die du einbringen kannst und kannst aber auch gleichzeitig neue Perspektiven gewinnen, denn insgesamt ist es ja so, wenn man seine Ideen reflektieren muss in einem anderen Zusammenhang, dann kommen einem noch zusätzliche Ideen. Und dann ist natürlich die Kontaktmöglichkeit viel, viel besser bei einem Interview, denn normalerweise wird ja das Interview von einem bestehenden Host gegeben, der dann das Interview an seine Follower ausstrahlt. Und wenn du dann die Möglichkeit hast, in dieses Netzwerk reinzukommen, dann kannst du von diesen neuen Followern selber profitieren und neue dazu gewinnen. Und das könnten dann mögliche Kunden für dich sein. Yes! Und das war, wie du dich bestmöglich für dein Interview vorbereitest. Bleib locker und es wird alles gut. Jetzt möchtest du vielleicht noch wissen, wie werde ich eigentlich interviewt? Wie spricht mich jemand an, dass ich überhaupt ein Interviewgast bin? In diesem Fall ist auch Eigeninitiative super hilfreich. Spreche die Person an, von der du besonders gerne interviewt werden möchtest. Gib ein Thema und Fragen vielleicht schon als Idee vor und schon steht einem spannenden Interview nichts mehr im Wege. Wenn du Hilfe brauchst zum Thema, wie du mit hoher Qualität live gehen kannst und Kunden gewinnen kannst, dann sprech mich gerne an. Du findest einen Kontakt zu mir in der Beschreibung dieses Videos. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib ihm doch ein Like und abonniere auch den Kanal, denn viele spannende Videos werden folgen. Bis bald, ciao!